Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Tunze-Kanal. Schaut euch mal um, wir sind gerade in einem wunderschönen Wohnzimmer und neben uns ein wunderschönes Süßwasser-Aquarium. Ihr habt nämlich immer wieder danach gefragt, Mensch Felix, es wäre auch mal toll, ich bin eigentlich Süßwasser-Aquarianer, aber ich schaue mir dir zuliebe den Salzwasser-Content an. Bring mal was zum Süßwasser und hier ist es. Und das Ganze habe ich dem lieben Franz zu verdanken. Nämlich der Franz hat uns heute hierher geführt nach Österreich zum lieben Hannes. Der steht nämlich hinter diesem Aquarium und pflegt das Ganze. Und zu diesem Aquarium gibt es richtig coole Sachen. Allein schon der Formfaktor ist ein bisschen ungewöhnlich. Der Energieverbrauch von dem Ding ist absolut krass. Da könnt ihr jetzt schon gespannt sein. Und dann schaut mal rein, die Diskusse hier haben tatsächlich Gelege und Jungtiere. Ich habe gerade erfahren, dass das was ganz Besonderes ist. Wenn ihr jetzt mehr darüber sehen wollt, dann bleibt dran. Das wird ein richtig cooles Süßwasser-Video auf dem Tunze-Kanal. Und ich lehne mich jetzt zurück, denn der liebe Franz wird euch jetzt durch dieses Video leiten. Los geht's! So, grüßt euch, ich bin der Franz, wir kennen es ja schon. Heute sind wir praktisch beim Hausbesuch beim Johannes und jetzt schauen wir uns mal an seine Pracht, was er da hat und miteinander erklären wir das Aquarium mal aus. Johannes, verzeih mal, du bist ein Aquarianer, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Oder weil lang machst du das Hobby schon, aber du ist ja schon ganz gehobene Aquaristik, was du betreibst. Es ist ja so, und zwar die Aquaristik begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang und hat mir eigentlich durch sehr viele Krisen geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ein wunderschönes Hobby ist Ja. und man gerade bei dem Hobby immer schön zu sich findet. Wir haben letztes Jahr, Mitte des Jahres, entschieden, dass wir wieder ein großes Becken her. Und unsere Leidenschaft, das heißt die Leidenschaft von meiner Frau und von mir, sind Diskusfische. Jetzt haben wir natürlich angefangen, wie es so immer ist mit einem Projekt, erste Gedanken zu schmieden. Du hast eine vorgefertigte Meinung. Dann haben wir recherchiert und sind dann über einen YouTube-Kanal vom Tunze Felix auf den Franz gekommen. Und der Franz ist von uns weg ungefähr eine Stunde. Jetzt haben wir uns ins Auto reingesetzt und gesagt, da müssen wir hin. Dann haben wir zum Franz gefahren. Und der Franz hat uns dann mit seiner Expertise extrem weitergeholfen. Wir haben das angedachte Außenfilter-Thema mit 2 Topfaußenfilter auf die Seite gelegt und haben uns für einen Innenfilter entschieden. Das Ganze so einfach wie möglich. Das war mir extrem wichtig, weil alles, was ich in meinem Kopf drin in ein Gesamtgefüge zusammenbringe, die Einfachheit, da weiß ich genau, das funktioniert, weil man es selber durchdenken kann. Logisch. Und da hat uns der Franz extrem geholfen. Also das Aquarium hat eine Länge von 2,30 Meter auf 30 auf 30 cm, hat genau 1000 Liter. Und bei Diskus hat man eine Besonderheit, wir haben bei den Diskus Südamerika natürlich relativ stehendes Wasser und die Diskus brauchen eine sehr proteinreiche Nahrung, also sehr viel Eiweiß. Den klassischen Filter kann man damit nicht klar, weil das einfach nur ein Schnellfilter aufgebaut ist. Also bei Sonnenaquarien brauchen wir Filter, wo sie auf Biologie arbeiten. Also praktisch im Filter müssen verschiedene Bakterienstämme drin sein. Nitrosomonitrobakterien, wo das Wasser dann praktisch biologisch abbaut. Und dann muss man natürlich auch einen regelmäßigen Wasserwechsel machen. Und jetzt zeigen wir gemeinsam, wie wir das umgesetzt haben. Also jetzt ganz wichtig ist, wir sind da in einem sogenannten Passivhaus. Das heißt quasi in dem Passivhaus wird fast keine Energie nicht mehr eingebracht. Das heißt, das Haus lebt von der ganzen Energie, was hier erzeugt wird bzw. umgebaut ist. Und das Tolle dann, hier haben wir es genau dokumentiert und können wir genau nachweisen, wie viel Energie wir tatsächlich dann brauchen. Zum Aquarium, dann haben wir gesagt, wir machen das Aquarium ein bisschen größer. Dann haben wir hier einen biologischen Innenfilter eingebaut. Hier haben wir eine Schwarzglasscheibe drin. Hier haben wir das dann durchgerechnet mit einem bestimmten Durchfluss. Da sind verschiedene Filtermedien drin, sogenannte Sinterglas-Filtermedien, wo sich Bakterien drin ansiedeln. Und haben wir hier vorne einen Vorfilter drin. Der Vorfilter
bin ich immer sehr begeistert. Bei einem Vorfilter habe ich die Möglichkeit, dass quasi der Dreck, wo es der Filter ansaugt, noch zur Verfügung steht. Da kommt dann also Algenrasen drauf für die ganzen aufwuchsfressenden Fische, zum Beispiel Welsen, Saison. Das Aquarium läuft jetzt seit circa einem halben Jahr, seit 6 Monaten. Und wir haben es, wie oft hast du einen Vorfilter schon reinigen müssen? Also bis jetzt eigentlich einmal. Hat von Anfang an eigentlich überhaupt keine Probleme gemacht. Wir haben circa nach 4 Wochen angefangen mit den ersten Besatzmaßnahmen. Das heißt, der Gruppe Corridores ist eingezogen. Und dann eigentlich sukzessive haben wir den Besatz gesteigert bis auf die Spitze mit den Diskusfische. Die haben wir dann am 10.07. eingesetzt. Und ja, es läuft. Muss ich ganz ehrlich sagen. 4 Wochen später dann. Und das ist ganz Besonderheit, bei Diskusfischen hat man normalerweise immer Mulm absaugen. Und dann haben wir praktisch nochmal eine separate Besonderheit. Das heißt, quasi Diskusfische wollen ja wenig Strömung im Aquarium drin haben. Deswegen haben wir hier Tunzepumpen eingebaut. Da haben wir am Anfang lange überlegt, da haben wir einen Außenfilter nicht, 2 Außenfilter. So ein Außenfilter hat im Durchschnitt 25 Watt, je nachdem, was für ein Modell das man hat. Und wenn wir mit 2 Filter arbeiten, sind wir schon bei 50 Watt schon verbraucht. Da haben wir gesagt, schon ein bisschen viel. Wir tun uns jetzt so hin. Und haben wir praktisch also eine Tunze eingebaut, das ist die 6105. Und haben wir am Anfang nicht gewusst, wie viel Strömungsleistung das wir brauchen. Und haben wir uns dann vorgefüllt und die ist dann regulierbar und die läuft ungefähr mit wie viel Leistung haben wir gesagt? Ja, wir haben zurzeit läuft die Pumpen eigentlich mit 5% von der Maximalleistung. Das heißt, wir bewegen uns momentan so ungefähr auf 3 Watt. Das heißt, ziemlich genau 3 Watt Strom, schätzen Vergleich her. 3 Watt Strom heißt praktisch im Dauerbetrieb, das heißt 1000 Watt sind 1 Kilowatt und 1 Kilowatt kostet je nachdem, wo von Stromversorger aus man hat, zwischen so 25, 28, 30 Cent. Über den Daumen gepeilt ist so, wenn man Pumpe im Dauerbetrieb hat, dann kostet 1 Watt im Jahr ungefähr 2 Euro. Das heißt quasi, wenn jetzt das Aquarium 3 Watt Strom braucht, das heißt die Pumpe für das riesengroße Aquarium braucht 3 Watt mal 2, 6 Euro Strom pro Jahr. Und die komplette Filterung ist dann? Die komplette Filterung, also nicht bloß die normale Dinge, sondern eine extrem hochwertige Filterung, also eine mechanische Filterung. Gleichzeitig gibt es auch dann Futter für die Welse auf, was nachwuchsen und auch die biologische Filterung, was drin ist. Das ist eigentlich absolut gigantisch. Also wir sprechen da von 50 Cent pro Monat für ein 1000 Liter Aquarium. Das heißt quasi, man hört immer, oh, die Aquarien sind so teuer, muss man Aquarium weggetan. Aber wenn man das mit guten Techniken Sachen macht, dann ist das sensationell. Das heißt, wir brauchen eigentlich bloß 5% oder 10% von normalen Filteranlagen mit Topfilter. Also man kann das machen, weil einfach in diesem Aquarium hydraulisch das Wasser nur von einer Seite auf die andere Seite bewegt wird und nicht irgendwie über Höhen transportiert wird. Mulm setzt sich überall ab. Also das heißt quasi, man hat Fische, die nehmen Futter auf und dann setzen die praktisch, wird das im Magen-Darm-Trakt verstoffwechselt, dann kommt das aus Kot und Urin wieder praktisch raus und das ist schwerer wie normal. Beim Meerwasseraquarium habe ich die Besonderheit, ich habe so viel Strömung drin und es ist so gewesen, dass quasi die Strömung die Sedimente aufwirbelt und das weggesaugt. So, und dann geht es los. Die allgemeine Meinung von Südamerika-Becken war wenig Strömung, weil die Diskus wollen noch keine Strömung. Je langsamer das der Filter läuft, desto besser ist die biologische Leistung, desto schlechter ist aber die mechanische Leistung, weil die Sedimente absaugen. Das hat der Aquarium in den letzten 20, 30 Jahren immer das Problem gehabt, dass Sedimente drin waren. Und ich kontrolliere das immer, war dann in der Natur und habe es angeschaut und habe gesagt, okay, Welse lieben schnell fließendes Wasser. Diskus liebt stehendes Wasser, leben aber im gleichen Flusssystem. Das ist eigentlich wieder Widerspruch in sich. Und die Natur macht auch keine sauber. Und jetzt haben wir eine Besonderheit. Wir haben in das Becken nochmal eine zweite separate Strömungspumpe eingebaut. Und jetzt haben wir das Aquarium noch besser ausnutzen. Das heißt, über den Tag über, wenn das Licht leuchtet, sind die Diskusfische, die Stars, die kommen nach vorne, rütteln schön, putzen da drin. Besonders wir haben da regelmäßig Lege drin, das schaffen mehrere Aquarien. Aber das Krasse daran ist, wir haben es sogar geschafft, dass hier in diesem Aquarium nach nur 6 Monaten schon die eigenen Nachzuchten vorkommen. Das heißt, das ist ein brutaler Beweis, wie gut das die Wasserqualität ist. Das heißt, die ziehen dann quasi schon im eigenen Wasser, die haben so viel Power und so viel Energie und so viel Nahrung, dass die praktisch hochkommen. Also das ist eigentlich schon die ganz hohe Kunst, dass man in einem Gemeinschaftsaquarium Diskusfische hochbekommt. Und jetzt kommt das Besonderheit, über den Tag über sind die Diskusfische in unseren Stars mit wenig Wasserbewegung, mit perfekter Durchflussmenge. Und jetzt haben wir noch eine zweite Pumpe drin, ich weiß nicht, was haben wir eingebaut? Das ist die NanoStream. 6015er. Genau. Und die braucht auch um den Stromverbrauch 3,2 Watt. Die wird dann praktisch zu Dämmerungsstunden eingebaut. Und zur Dämmerung wird praktisch, wenn die nachtaktiven Fische vorkommen, wird die eingeschaltet. Durch das werden die ganzen Sedimente im Boden
aufgewirbelt und werden durch unseren Filter aufgefangen. Und durch das, dass wir einen Vorfilter haben, der wo über die ganze Fläche ist, nehmen wir praktisch sowohl die Sedimente am Boden auf und auch die Kammhaut drauf. Wenn wir drauf sind, man sieht da, man hat überhaupt keine Kammhaut nicht drauf oder sowas. Wie oft hast du denn schon mal Mulm absaugen müssen, Johannes, in einem Aquarium? Noch gar nicht. Das ist was, das kenne ich bei dem Becken gar nicht. Hast du das früher öfters gemacht? Ja, definitiv. Man muss sich vorstellen, der Diskus, der hat eine extreme Verstoffwechselung vom Butter. Ja. Und die haben auch Größe, die Fischen genauso viel kommt da hinten raus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber das findest du nicht im Becken, weil der Filter alles halt. Und durch das System, dass man halt praktisch auf Nacht, wenn dann die nachtaktiven Welse kommen, wo Strömung lieben, da Strömung reingeben, werden dann die ganzen Sedimente aufgewirbelt und werden dann zum Filter hin transportiert und dann wird biologisch abgefahren. Und ganz wichtig ist, bitte nicht nachmachen, dass man nur den Filter die Leistung hochfährt, weil je höher das die Durchflussmenge ist, desto schlechter ist dann quasi auch die biologische Filterung. Das heißt, der Filter hat verschiedene Bakterienzonen, also anaerobe mit Sauerstoff und anaerobe ohne Sauerstoff. Und wenn man dann immer die Durchflussmenge ändert, dann verschieben sich die Bakterien und arbeitet der Filter nicht so toll oder sowas. Wasserwerte, Nitrit, Nitrat, hast du das öfters messen? Nitrit nicht nachweisbar. Nicht nach. Nitrat habe ich zwischen 7 und 10 Milligramm pro Liter. Das ist eigentlich schon zu wenig für unsere Pflanzen. Das heißt, man Die müsste Pflanzen holen sich dann in Wahrheit. das ist eigentlich, man müsste dann schon mit einem MPK-Dünger nachdosieren. Da muss man mal das Wahnsinnige vorstellen. Wir haben einen Fisch oder ein Aquarium, da wo praktisch der heftigste Futteraufnehmer ist vom Stoffwechsel, was jeder Probleme hat mit Algen, Pinselalgen, haben wir schon das Problem, dass wir schon mit MPK-Dünger nachdosieren müssen, weil der Filter so heftig das rauszieht. Zum Vergleich, Trinkwasser hat eine Grenze von 50 Milligramm und wir bewegen uns in einem Aquarium mit 7, 8 bis 10 Milligramm. Das heißt quasi, manche Großstädter werden für die Wasserqualität aus Trinkwasser zufrieden. Das, was ich eigentlich die Aquaristik ein bisschen nach vorne bringen will. Das heißt, wenn ich heute in den durchschnittlichen Zooladen gehe, dann ist es so, ich habe hier Set A, bei mir kriegst du 3%, bei mir kriegst du 8% in Farbe, Buche, Weiß und sonst was. Und dann sind wir so von der Industrie getrieben und der Kunde ist eigentlich König und der Kunde hat die letzten 20 Jahre ein bisschen über die Steine geschoben. Das heißt, der ist nur losgegangen und gesagt, noch billiger, noch billiger, noch billiger. Das heißt, die Fachgeschäfte sind gestorben und die Industrie ist getrieben worden, Massenprodukte zu produzieren, wo es eigentlich qualitativ jedes Jahr schlechter geworden ist und auch von der Energieeffizienz jedes Jahr schlechter geworden ist. Aber der Kunde war zufrieden, weil er gesagt hat, ist billig. Ich mache das eigentlich das Zeichen einer Gigas aus. Ich mache mir immer Sorgen darüber, messe mir alles nach und mit solchen Becken kann ich beweisen, dass es auch wesentlich günstiger geht, weil die meisten Leute kommen zu mir, Franz, das Aquarium kostet aber im Jahr 100 oder mehr. Ich sage, ja, aber das spart da jedes Jahr mehrere 100 Euro und hält auch 3-mal so lange. Das heißt quasi nicht die Anschaffungskosten sind Sachen wichtig, sondern auch die Betriebskosten und auch die Pflegekosten. Und wenn ich heute hingehe und sage, dass die Fische sogar züchten können, das ist Beweis mehr wie alles andere. Also besser geht es eigentlich fast nicht. Also ja, und das Schöne ist, ich bin nicht gezwungen, das Becken zu reinigen, sondern ich habe die Zeit, die Fische zu beobachten. Das ist viel wichtiger. Wir haben hier eine Pumpe drin. Wichtig ist, wir haben die Pumpe ein bisschen tiefer reinsetzen müssen, weil die so viel Power hätte, wenn man die aufdreht, dass die oben so einen Strudel machen würde. Hier sieht man es eigentlich klar, wie das Wasser rauskommt. Und wie die Pflanzen in der Strömung drin stehen, besser geht es eigentlich nicht. Also perfekt. Hier haben wir dann eine automatische Wasserwechselfunktion und einen Überlauf. Das heißt, einmal in der Woche wird hier ein Wasserwechsel gemacht. Und dann ist das Besonderheit, wir bauen immer alles redundant. Das heißt, quasi, wenn wir was verbauen, haben wir mindestens immer 2 Sicherheitsketten. Fällt eines aus oder nicht. Das heißt, hier habe ich den normalen Überlauf. Wenn jetzt praktisch der Wasserstand steigen würde beim Befüllen, dann läuft das automatisch weg. Gleichzeitig haben wir hier nochmal so ein Saugrohr runter. Und jetzt ist es so, dass quasi die Haltbarkeit oder die Standzeit von dem Filter so hoch ist, dass quasi, wenn jetzt das Wasser angesaugt wird, dann läuft das praktisch in unsere biologische Kammer. Das heißt, hier habe ich praktisch auch Platz, da habe ich meinen Temperaturfüller drin, da habe ich dann die Heizung drin, was wir haben. Und hier können wir dann auch über das Überlaufrohr mit dem Saugrohr nach unten, saugen wir permanent die Sedimente ab. Das heißt quasi der Detritus, wo sie aufsammelt, wird dann automatisch nachgesaugt. Und wenn man sagt, ich will vorher nochmal einen Wasserwechsel machen, groben, zieht man das Rohr raus und dann kommt da so ein großer Sog auf einmal und dann wird auch der Vorfilter gereinigt. Das ist auch der Trick, warum dass wir den Vorfilter nur fast nicht reinigen müssen, weil wenn wir wirklich an dem Stöpsel ziehen, dann kommt da mit einer so großen Durchflussgeschwindigkeit das Wasser durch, dass der Filter dann auch freispült. Das ist auch ein Trick. Also wenn man praktisch keine Wasserwechselfunktion nicht hat, dann muss man den natürlich öfters wechseln. Aber wir haben halt das, die Johannes und ich haben das von Anfang an
klargestellt, wir wollen wenig Pflegeaufwand machen und es soll halt sehr komfortabel und wichtig ist, weil wir auch mit der ganzen Kultur da drin sind, also mit unserem Passivhaus. Wir wollen möglichst wenig Energie verbrauchen und das bisschen, was wir Energie verbrauchen, da wir selber auch produzieren. Kleiner Funfact, das Wasser, was wir da zum Wasserwechsel brauchen, wird in einer separaten Zisterne gespeichert und wird dann nochmal für die Klospülung und für die Gartenbewässerung benutzt. Also nachhaltiger geht eigentlich fast nicht mehr. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Das ist also ein Pärchen, die dann jetzt praktisch das Gelege pflegen. Das heißt, quasi haben wir das Gelege abgelegt. Die verpilzten Eier werden dann von den Elterntieren gepflegt und weggemacht. Und jetzt haben wir was ganz was Besonderes. Wenn du da hinten filmst, da ist das nächste Pärchen schon. Das rüttelt da so. Das heißt quasi, linken der Blue Diamond hinten, siehst du das? Das sind jetzt praktisch die Anbahrungen. So, weil wir Menschen tanzen und sagen, hey du, ich bin der Chef und ich bin der Tollste. Und sagen die, guck mal, wie ich rütteln kann. Und je besser das rütteln, dann siehst du, jetzt steht die Paarung. Das ist natürlich in einem Gemeinschaftsaquarium schon eine ganz tolle Geschichte. Ganz wichtig ist im Boden, da haben wir dann die Panzerwälse drin. Die Panzerwälse sind dazu auch, dass die Sedimente, die da drin sind, dass die immer aufwirbeln und auch die Futterreste, wo es runterfallen, weggefressen. Und durch das, dass die Panzerwälse drin sind, werden die Sedimente immer ein bisschen schwebig halten, damit sie zum Filter herkommen. Das heißt quasi klassisch, was man immer gesagt hat, der Ansauger muss immer 5 cm vom Boden weg sein. Und wir haben hier bis knallhart bis am Boden runter, dass wir auch die Sedimente am Boden wegsaugen. Das ist auch ein großes Geheimnis, warum das so toll funktioniert. Dann haben wir das natürlich in den Wohnraum drin, Rückwand drin, das beleuchtet drin. Haben wir natürlich Pflanzen drin für Südamerika, weil die wollen ja nicht so hell. Und dann ist es so, die Beleuchtung läuft ungefähr so 8 bis 10 Stunden. Maximal haben wir Beleuchtungswatt von 28 Watt. Im Durchschnitt. Genau. Das heißt, das Licht könnte maximal 80 Watt pro Stunde laufen, maximal. Und dann ist es, man hat aber dann praktisch 80 Watt mit der Sonnenaufgangphase, mit der Helligkeitsphase und auch noch mit der Mondlichtphase. Und im Durchschnitt haben wir einen Stromverbrauch von 28 Watt. Das erreicht man natürlich nur mit hochwertigen LEDs von der Technik her, von der Energieausbeute. Das heißt quasi, wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, 28 Watt, das war früher so ein Standardbecken, was war denn das? Ein Leuchtstoffröhren. Ein Leuchtstoffröhren mit T5 oder T8. T5 oder T8 Genau. mit 24 Watt haben wir die T5 gehabt mit 45 cm. Das heißt, für 60 oder 80 cm Becken mit 120 Liter hat man die Energie braucht, was man heute für ein 2,30 Meter langes Becken braucht. Also die Energieeffizienz ist von den Pumpen, Energie, Leuchtung, alles total zurückgegangen oder sowas. Das ist total heftig. Das ist schon sehr interessant und sehr imposant. Hier im Aquarium haben wir dann praktisch verschiedene Fische drin, also Diskusfische ist klar. Und dann haben wir auch verschiedene Fische drin in verschiedenen Herkunftsgewässern der Natur. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel Heckeldiskus drin. Und die Heckeldiskus, die sind bezeichnend, weil die nur einen Streifen drin haben. Und die kommen in der Natur in Wasserqualität, also sehr niedrigen pH-Wert vor. Und die Heckeldiskus ist eigentlich von den Diskusfischen das Exklusivste, was man überhaupt haben kann, weil die Heckeldiskus in der Natur schwimmen, die, wo sie selber nachgemessen haben, bei einem pH-Wert von 4,2 umeinander. Und wenn man die im Aquarium hält, braucht man wichtig gleichbleibende Wasserwerte, weil wenn die Wasserwerte sehr stark schwanken würden, dann könnte der Fisch mit der Schleimhaut relativ schlecht anpassen. Und durch das, dass wir so eine tolle niedrige pH-Wert haben und Carbonat hätte, sind die Wasserwerte sehr stark schwanken. Das heißt, quasi auf den niedrigen pH-Wert kann sich Nitrat zu Ammoniak sehr schnell umbilden. Und das ist dann praktisch ein Zeichen, wenn man die Fische halten kann und auch sogar züchten kann. Das ist dann ein Zeichen oder eigentlich der Beweis, dass die Wasserwerte nicht jetzt aktuell gut sind, sondern langfristig stabil sind. Also jeder, der sich ein bisschen mit Diskus auskennt, weiß, dass das eigentlich ganz toll ist. Und dann haben wir noch verschiedene andere, Blue Diamond habe ich gesehen, dann Snakeskin habe ich gesehen, und sind da eigentlich im Becken drin. Das Tolle, man sieht, wie praktisch die Fische in den Wurzeln versteckt oder recht gern unterstehen. Das heißt quasi, der Fisch selber fühlt sich in der Natur in Dingen. Dann hat man verschiedene Gewässertypen in der Natur. Das sind dann praktisch teilweise braun oder so total so Lehmfarben, wo es praktisch ganz trüb ist in der Natur. Deswegen wollen die Fische eigentlich gar nicht so helle Beleuchtung wie so einen typischen Aquascape-Becken. Hier geht es eigentlich nur um knallhart beste Wasserwerte, was man produzieren kann, und Entspannung für Dinge. Unser Becken beruhigt auch toll. Wenn ich hier so einen Wohnbereich habe und habe hier zum Beispiel so ein Barschbecken drin, dann wühlt das mehr so auf, und bei einem Diskus, das bringt die Harmonie ins Haus rein. Also das zieht praktisch, das bringt gute Laune, gute Stimmung. Dann haben wir noch Beilbachfische mit dabei und noch die Panzerwälse. Wälse habe ich jetzt noch nicht gesehen. Hast du noch Saugwälse drin, L-Wälse oder sowas? Ich habe Ottocynklus noch drinnen. Ottocynklus Die ist sind wieder... schön versteckt. Aha. Und wie viele Stück hast du drin? 25 Stück.
Okay, also Ottozyklus, das ist praktisch der Orgitterhanischfels. Das sind einer der kleinen bleibenden Welsen und die sind absolute Futterspezies. Also diese Fische leben eigentlich nur vom Aufwuchs. Das heißt quasi in so sterilen Becken kommen die eigentlich gar nicht zur Geltung, aber die haben das eigentlich sehr gut unter Kontrolle, wenn die das abgrasen oder sowas. Und Elwelse oder sowas auch noch? Ah, Elwelse gar kein. Okay. Was ich noch drinnen habe, sind ca. 30 Stück Amana-Garnelen. Die leben komplett zurückgezogen. 30? Ja, 30 Stück. 30? Unter der Wurzel, wenn man da mit dem Licht reinfährt, da sind die meisten eigentlich versteckt, weil die Diskus, die machen sie immer wieder her über die Burschen. Die größeren überleben. Die kleinen haben sie sich am Anfang auch gleich geholt. Amanogarnelen sind Neogarnelen, sind natürlich super toll für den Aufwuchs. Ich habe früher immer zusätzlich in so einem Diskusbecken immer die Scherengarnelen gehabt, die Macrobrachium drin. Da gibt es auch ganz verschiedene Arten und Unterarten. Der Vorteil von dem Macrobrachium, die vermehren sich sehr gut ins reine Süßwasser und dann hat man dann gleichzeitig immer Lebenfutter. Das heißt quasi, haben wir auch drin schon. Hast du auch mal drin? Du hast sogar Neogarnelen, ja, so Jelly oder sowas. Genau. Und die fressen sie nicht alle knallhart weg? Nein, die kommen schnell. immer wieder mal durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sobald die ins Freiwasser gehen, sind die natürlich Futter. Das ist aber auch okay, also so Ökosysteme, also Natur ist Natur ist auch, also fressen und gefressen werden. Das heißt, ich habe hier eigentlich als Basisfutter immer so ein bisschen eine Notfallreaktion. Die habe ich noch gar nicht wahrgenommen oder was. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Dann sagst du, es sind Garnelen und Dinge. Und wie ich früher viele so Expeditionen gemacht habe, dann haben wir die Fische dann praktisch in der Natur gefangen, Wasserwerte gemacht. Und dann haben wir natürlich auch Fische, die ziehen müssen, da wir wissen, wo haben wir die gefressen sind. Selbst in den Mageninhalt sind von Diskusfischen viele Garnelen drin. Also die Hauptnahrung in der Natur sind Süßwassergarnelen, die brauchen das. Und jetzt kommt das Tolle drauf, die Diskus fressen praktisch die Garnelen und die Garnelen erwähnen sie dann praktisch wieder von Algen. Deswegen ist es so, in vielen Diskusfutter sind Spirulina-Algen drin, weil die natürliche Nahrung, so wie ein Hund, wenn er viel Fleisch isst oder Katze, brauchen die Gras zur Verdauung. Und dann ist es so, dass quasi die Diskusfische auch Algen brauchen zur Verdauung. Und dann ist das natürlich eine ganz tolle Geschichte, wenn man da so eine Garnelen drin hat, weil das ist dann die natürliche Kreislauf, was das drin ist. Und wenn man das nicht hat, deswegen kommt eigentlich das vor, dass man Spirulina füttert. Nicht, weil es braucht, sondern die brauchen das für die Verdauung, weil sonst das Eiweiß im Magen zu stark ist. Und das kriegt man halt nur durch Feldforschung raus. Ja. Da bin ich sehr glücklich, dass ich das als Jugendlicher bzw. in jungen Jahren da alles angeschaut habe. Das ist ganz toll. Und da kann man auch sehr viel lernen, weil die Natur hat immer recht. Also ein Aquarium muss das Ökosystem immer zusammenpassen. Das heißt quasi, im Aquarium gibt es für jede Nische irgendjemand, wo sich darauf spezialisiert hat. So wie Panzerweste, wo praktisch den Bodenbogen zusammenpassen, wie die Algen, Aufwuchsfresse, was da drin sind, muss das alles zusammenpassen. Und je perfekter das ein Ökosystem ist, desto toller funktioniert es. Deswegen sind wir eigentlich von Namen auch Gigazo immer so drauf, wir bauen immer relativ große Aquarien. In größeren Aquarien kann man Ökosystem wesentlich leichter nachbilden wie in so kleinen Artbecken oder sowas. Das heißt, wichtig ist, wenn man so kleine Aquarien hat, dann muss man sich bewusst sein, als Kunde, ich gehe in den Laden, kaufe mir ein kleines Aquarium. Das ist nicht so, ich kaufe 5 Fische da, 5 Fische da, 5 Fische da und alles ist bunt und alles schön, sondern diese kleinen Aquarien sind eigentlich geeignet für eine Art von Fische als sogenanntes Artbecken. Da muss man mehr putzen, mehr sauber machen, funktioniert auch sehr toll, ist schön, aber so ein Ökosystem beginnt eigentlich erst, je größer das Becken ist, da man sagt, für den Boden die Fische, für an die Wasseroberfläche die und dann gehen sie die auch einen Weg, also nicht bloß von der Beckenaufteilung, manche oben, manche unten, sondern auch manche vormittags, manche nachmittags, manche abends, manche nur nachts, manche in Dämmerung. Das ist eine ganz tolle Kombination, was da drin ist. In dem Aquarium wird einmal in der Woche Wasserwechsel gemacht. Das heißt, wir haben ungefähr so in dem Aquarium so 100, 120 Liter so raus. Das Wasser wird vorher vorbereitet. Das heißt, wir haben hier in der Gegend ein relativ hartes Wasser. Geht so Osmoseanlage durch und wird dann praktisch auf relativ geringe Carbonathärte gebracht, wird dann verschnitten. Und fahren wir dann wo für Carbonathärte? Ich mache nur Mikrosiemens. Ich fahre da eine mit 120 bis 150 Mikrosiemens. 120 Mikrosiemens müssten umgerechnet so 3 Grad Carbonathärte, das sind 3,5 Grad KH, was da drin ist. Und jetzt machen wir einen Wasserwechsel. Und jetzt sagt Johannes, haben wir den Schlauch und jetzt wird das eigentlich total sensationell. Das heißt, jetzt gehen schlagartig ganz viel Wasser raus. Man hört jetzt oder man sieht jetzt, wie der Filter durchspült wird. Das heißt, quasi unser Vorfilter wird jetzt praktisch da durchspült. Man sieht richtig, wie jetzt praktisch der Dreck da rausgeht.
Das ist sensationell. Das spart man natürlich unwahrscheinlich viel Arbeitsaufwand, weil in den stehenden Dreck entsteht ja die niedrige Erzeugung und hier will dann entstehen Hydridnitrat Ammoniak. Und wenn ich das regelmäßig rausbekomme, dann habe ich den Vorteil, dass ich praktisch im Aquarium einen Stoffwechselfluss über alle drin habe. Der Vorgang dauert ca. 15 Sekunden, 20 Sekunden schätze ich mal. Und dann haben wir praktisch den Wasserstand einmal gesenkt. Und jetzt kommt das Schöne, dann alles vollautomatisch. Das heißt quasi mit ganz kurzen Klicks auf eine Schelle wird dann das Wasser wieder nachgefüllt. Also der Wasserstand ist jetzt erreicht. Dann füllen wir wieder auf. Jetzt wird die Wasserpumpe angemacht und jetzt werden wir automatisch aus dem Keller unser vorbereitetes und temperiertes Wasser wieder nachfüllen. Genau. Entspannt. Das ist super, Das super funktioniert. praktisch. Das heißt, Wasserwechsel und den Kaffee trinken kann man Und Kaffee Wasserwechsel machen. trinken, Also, das war der ganze Aufwand. Und durch das aber kein Boden abmulmen muss oder sowas, ist das wirklich der tatsächliche Pflegeaufwand, was man pro Woche hat. Leichter kann es eigentlich gar nicht sein. Und gleichzeitig wird der Vorfilter gereinigt, gleichzeitig wird der ganze Denitrus abgebaut. Das Wasser werde erfahrungsgemäß ungefähr eine Sauerstoffkonzentration haben von ungefähr 8 Milligramm pro Liter. Und wenn das durch den Vorfilter durchgeht, in die erste Kammer, kommt ein sogenanntes Sinterglas rein. Das gibt es praktisch bei uns im Laden und in unseren Online-Shop zum Kaufen. Das Sinterglas wird bei uns unterschieden, einmal in so Ringen, das sind praktisch die weißen Sinterglasmaterialien. Da sind sich Bakterien drin, sogenannte Nitrosomen oder Bacterbakterien. Zuerst einmal hat man die Nitrosomen-Bakterien, die mit Sauerstoff arbeiten und die werden dann praktisch mit Sauerstoff angereichertem Wasser, bauen die praktisch Nitrit und Nitrat ab. Dann geht das in ein Material rein, wo es meistens ein Phosphatbinder drin ist, also praktisch Aluminiumhydroxidlösung oder Eisenhydroxidlösung. Und gleichzeitig bauen wir immer Zeolit mit ein. Zeolit bindet aus Wasser die ganzen Ammoniakverbindungen raus, dass praktisch nichts passieren kann. Und zum Schluss haben wir nochmal ein Sinterglas, was praktisch ohne Sauerstoff produziert, also das sind praktisch die Nitrobacter-Bakterien, wo praktisch auch nochmal das Wasser rausmachen. Und dann kommt das Wasser relativ sauerstoffarm, also erfahrungsgemäß mit 4, 5, 6 Milligramm Wasser raus. Und es ist ganz wichtig, je höher das die Wassertemperatur ist, je geringer das die Carbonate drin ist, dass ein vernünftiger Gasaustausch stattfindet. Das heißt quasi, das Aquarium wird dann praktisch auch mit einer sehr hohen Wasseroberfläche bewegt und auch gleichzeitig ist ein Sprudelstein drin, dass das CO2 oder dass quasi die Sauerstoffsättigung im Aquarium reicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Durch das, dass wir da so einen extrem professionellen Aquarium haben, dann schauen wir uns mal die tatsächlichen Live-Daten an, wo das Aquarium dann Strom braucht und dazu hat. Genau. So, dann schauen wir. Dann haben wir jetzt praktisch in dem Haus einen Überblick von den ganzen Stromdaten. Johannes, verzeih mal, da schon. Ja, da sind jetzt meine Gruppen eigentlich gebildet. Aquarium ist meine Übergruppe. Da habe ich jetzt die ganze Wasserpumpe, die ganze Wasserversorgung drinnen, das Aufbereiten des Wassers mit der Osmoseanlage. Und das Diskusbecken ist eine Gruppe, wo es nur wirklich das Becken angeht. Und da kann ich natürlich jetzt in die Tiefe gehen. Und ich sehe aber jetzt im Überblick schon, dass das ganze Becken, so mit der Ausstattung, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, 92,7 Watt momentan Verbrauch hat. Genau, und das ist praktisch der Stromverbrauch jetzt aktuell komplett Genau. mit allem. Mit allem. Mit Nachfüllautomatik, mit der Pumpe, was rausgeht, Genau, mit der genau. CO2-Anlage, mit dem Magnetventil von der CO2, mit der Beleuchtung, wo es auch einen Großteil frisst. Genau. Und Heizung läuft jetzt in dem Die Beleuchtung ist auf 100% auch, Die ne? Beleuchtung genau. läuft jetzt mit 80 Watt oder was haben wir gesagt? 80, 88 Kann ich dir einige. Jetzt bin ich natürlich in der Gruppe drinnen. Wir sehen jetzt da meine Komponenten, die was momentan laufen. Die Tunze Nanostream haben wir gerade ausgeschaltet. Genau, Es läuft eigentlich nur mehr die Hauptpumpe, das ist die Stream 8105 das ist diese Pumpe. mit die was- 3,2 Watt. ist die Dann Pumpe, das die Kimmer, was- den gibt es nicht, der ist deaktiviert. Der Heizer steht auf 0. Ich brauche momentan keine Heizenergie. Und die Daytime ist jetzt auf 100% Auftrag. Die hat jetzt 89,5 Watt. Das ist Wahnsinn, das heißt quasi der Filter hat einen durchschnittlichen Wert, beziehungsweise nicht einen Durchschnitt, sondern einen konstanten Wert von 3,2 Watt tatsächlich. Also das ist sensationell. Ich glaube, du kannst dann nachschauen, was das dann die letzten Tage oder Wochen Genau. hat. Und kann da die letzten 24 Stunden anschauen. Da habe ich jetzt 69,4 Wattstunden. Das ist, Und wenn ich jetzt weitergehe, das ist, kann ich die letzten 30 Tage anschauen. Da habe ich zum Beispiel 2,1 Kilowattstunden in einem Monat. das ist dann nicht wirklich viel. Nein, das ist. Um ein 1000 Liter Becken zu filtern. Ja. Und das Tolle dann, der Strom wird auch dann noch nachhaltig produziert mit Photovoltaikanlage und Batteriespeicher. Das heißt quasi, das Aquarium läuft eigentlich
Tja, Nullsumme in Wahrheit. Das ist natürlich schon mit Luft und Liebe. eine entspannte Geschichte, wenn man selber den Strom produziert. Wir produzieren mit dem Haus circa die dreifache Menge, was wir selber abgreifen. Müssen natürlich wie alle anderen auch leider Gottes verkaufen oder herschenken, nennen wir es leider so. Habe einen Batteriespeicher, wo ich natürlich so viel wie möglich versuche selber zu puffern. Und so ein Hobby wie die Aquaristik, wenn die da mit sowas betrieben wird, wunderbar. Also Jetzt war es noch interessant, gehen wir mal auf die Heizung, weil die Heizung ist praktisch das energiefressendste, was so ein Diskus-Aquarium braucht oder sowas. Jetzt sind wir eigentlich auf die Heizung gegangen, also Diskus Eheim ist mein Heizstab. Genau. Jetzt schauen wir uns einmal die Auswertungen an. So, jetzt muss man dazu sagen, dass praktisch dieses Haus keine Fußbodenheizung hat oder klassisches Sonnensitz, das ist ein Passivhaus. Das heißt quasi, wenn jetzt Leute zu Besuch sind, ein Mensch hat 80 Watt Wärmeenergie, was runtergeht, das speichert das Haus und hat das drin. Und jetzt kommt das Krasse, das Haus wird eigentlich nur mit einem Notfallofen mit Holz befeuert oder sowas. Und das Aquarium steht dann in einem Raum, wo es halt eigentlich für ein warmes Objekt eigentlich ein bisschen hart ist, sagen wir. Also Temperatur ist schon ab und muss nicht kühl. Und wir haben jetzt aktuell, kurz vor Fasching, wir haben Ende Februar und die letzten Wochen haben wir im Bayerischen Wald oder auch in Österreich Temperaturen gehabt von minus 15 Grad. 15, 18 Grad. Und das ist ein Haus ohne Heizung. Und jetzt schauen wir mal, wo es in dieser extremen Zeit das Aquarium tatsächlich Strom gebraucht hat. Also schauen wir uns nicht das 24-Stunden-Auswertung an, sondern gehen wir mal auf 30 Tage. Leider geht es nicht länger wie 30. Und da habe ich die 114,7 Kilowattstunden braucht, um das Becken auf Temperatur zu holen für 30 Tage. Das heißt quasi, wenn wir jetzt da rumrechnen, für 30 Tage haben wir da praktisch, wenn man Strom kaufen würde, warten das ungefähr so 30 €, wohlgemerkt 30 € für Januar, Februar bei minus 15 Grad draußen. Genau. Man müsste es wieder anders sehen, das Aquarium hat dann wahrscheinlich das ganze Haus geheizt. Das heißt quasi, das Aquarium hat dann praktisch die 30 die Win-Win-Situation. Genau. Weil früher hast du gesagt, wenn du ein Passivhaus baust, musst du immer Party machen, weil der Franz hat schon angesprochen, 80 Watt pro Person. Genau. Das haben wir nicht da. Jetzt haben wir uns für das Aquarium entschieden und das ist eigentlich einer unserer wesentlichsten Heizkörper da drinnen. Und temperiert uns den Wohnraum eigentlich sehr angenehm. Und ein ganz toller Aspekt ist auch natürlich Aquaristik, dann auch der Wohnkomfort hoch hin, weil durch die Verdunstung vom Wasser hat man natürlich ein ganz gesundes Wohnklima. Gerade bei so Energiesparhäusern und Passivhäusern ist das ganz wichtig. Und jetzt ganz interessant, wir haben da noch einen Nanostream dabei, die haben wir jetzt mal eingestellt, das ist die 6045er, das ist die Pumpe, wo man gesagt hat, da schaltet man zur Dämmerung ein, dass die Sedimente aufgewühlt sind, die wo nur ein paar Stunden täglich laufen, die hat jetzt den aktuellen Stromverbrauch von 6,4 Watt und das nur sporadisch, was da drin ist. Also billiger kann man Aquarium nicht betreiben. So, ich durfte jetzt das Ganze hinter der Kamera heute mal genießen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich jetzt. Ich finde es toll, dass die Aquaristik so vielseitig ist. Also gerade dieses Becken ist ja wohl, wenn ich das mal so sagen darf, ein Unikat. Vielleicht hat aber der eine oder andere auch was mitgenommen jetzt hier bei dem Video und vielleicht Lust, das eine oder andere für sich zu kopieren, das auch mal bei sich so auszuprobieren oder umzusetzen. Ich finde es großartig, dass wir hier voneinander lernen können. Wenn ihr Lust habt, dass ihr vom Profi so ein Becken bei euch aufgebaut bekommt, dann könnt ihr mal beim Gigazoo einfach vorbeischauen. Wenn ihr das eine oder andere Tunze-Produkt mal sehen wollt, die gibt es natürlich auch bei unseren autorisierten Fachhändlern wie dem Franz zum Beispiel, aber die gibt es auch bei uns im Webshop. Das verlinken wir euch mal unten auch in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch mehr zu diesem Becken sehen wollt, der Franz produziert jetzt noch ein bisschen Inhalt dazu auf seinem Kanal, auf dem Gigazoo YouTube-Kanal, auf dem TikTok-Kanal oder auf dem Instagram-Kanal wird es noch mehr dazu geben. Auch das verlinken wir euch mal unten in die Videobeschreibung. Das wird jetzt ganz schön viel. Ha? Gut, ich hoffe, es hat euch diese Woche richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Video und wieder nächste Woche für euch da zu sein. Macht's gut, passt gut auf eure Aquarien auf und ciao.